Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Und es wird auf einmal sehr, sehr blitzig hier, nämlich ein Blitzwechsel könnte anstehen bei Jason Checker. Ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine halbe Woche zu spät dran, aber trotzdem steht es an. Jason Checker könnte wechseln noch, nämlich in ein Land, wo ein Stürmer, den wir erst geholt haben, herkam. Das gerne Like und ein Abo da auf dieses Video würde mich sehr freuen. Dankeschön an jeden, der das macht. Ab 99 kann man Mitglied werden. Gerne machen. Zu den Kanal sehr unterstützen. Und damit kommen wir direkt zum Thema. Wechselgerücht sorgt für Wirbel. Ein Profispieler vom 1. FC Magdeburg könnte den Verein noch im März verlassen. Droht ein ablösefreier Abschied im Sommer, ist die Frage. Denn wenn er nicht geht im März, wird er definitiv für null Ablöse den Verein verlassen, denn der Abschied steht schon zu 100% fest. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, ein wildes Gerücht macht derzeit die Runde im Netz. Offenbar soll Jason Checker im Fokus des schwedischen Erstligisten AIK Football geraten sein. Soll das wahr sein, könnte ein Transfer sogar sehr schnell vonstatten gehen. Und ja, man muss sagen, AIK sollte man kennen als FCM-Fan mittlerweile. Ist ein Verein, der im schwedischen Fußball eine mittlere Rolle spielt. Ist jetzt nicht so stark, aber den Verein kennt man hauptsächlich durch einen Namen, nämlich Alexander Ormström, der im Winter, beziehungsweise bei ihnen am Saisonende, ablösefrei zu uns gewechselt ist. Und ja, der hat uns einige Qualitäten noch in den Kader gebracht. Dafür ist anscheinend jetzt AIK an Jason Checker dran. Wäre so ein kleiner Wechsel zwischen den Vereinen. Ich hätte damit kein Problem. Ich nehme gerne einen Top-Stürmer an und dafür lasse ich einen Flügelspieler, der halt dann nicht spielt, gehen. Mal gucken, was da wirklich passiert. Bei Jason Checker sind sowieso immer so Gerüchte dabei, die dann irgendwie nicht so über die Bühne gehen, aber ich würde sogar für 100.000 dann Jason Checker einfach abgeben, weil es lohnt sich aktuell für den FCM definitiv finanziell nicht, ihn noch zu behalten. Angeblich soll der 25-Jährige, der unter FCM-Cheftrainer Christian Tietz keine sportliche Perspektive hat, auf den Schirm von AIK geraten sein. Anders als in Deutschland schließt das Transferfenster in Schweden erst am 25. März. Ein Deal könnte noch in diesen Tagen über die Bühne gehen. Ja, das sieht natürlich dann auch äußerst interessant aus, denn der 25. März ist erst in circa einem Monat. Und bis dann kann sehr viel passieren, egal ob bei uns, bei Kaderplanung oder bei ARK. Ich würde mir die sehr, sehr gut vorstellen können und würde mich sehr freuen für Spieler und auch für Verein, wenn der die denn endlich durch ist, damit Jason Checker seine Ruhe hat und endlich wieder Fußball spielen kann, weil der Mann kann Fußball spielen. Das hat er öfters gezeigt. Aber unter anderem brauchen wir auch den Stress nicht, unnötig uns Unruhe in den Verein zu bringen, weil Jason Checker unzufrieden ist. Das hatten wir schon genug mit einem Ahmed Arslan, der leider einfach eine zu große Klappe hatte. Ja, es wäre nicht das erste Gerücht in dieser Art, wenn es um den Flügelstürmer des 1. FC Magdeburg geht. Offenbar sollen in der Vergangenheit Vereine aus der dritten deutschen Liga Interesse geäußert haben. Ebenso Clubs aus der zweiten Bundesliga. Allein Jason Checker ist noch beim FCM unter Vertrag. Der Wahrheitsgehalt des Postings ist schwer einzuschätzen. Allerdings würde einiges für einen zeitnahen Checkerwechsel nach Schweden sprechen. Das muss man ganz klar sagen. Man muss aber auch sagen, dass Jason Checker, wie gesagt, auch eben schon angesprochen, diese Qualität hat, definitiv Schwedens Erstliga spielen zu können. Wenn er dann auf Top-Niveau kommt. Denn er hat durchaus schon eine zweite Bundesliga durchaus in die Mangel genommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es letzte Saison war. Ich glaube aber letzte Saison mit 10 Scorer war unser Top-Scorer. Und das zeugt schon sehr von Qualität. Und ja, dann irgendwie im Sommer gab es ein paar Probleme. Es soll ja auch einen Streit zwischen Ito und Checker gegeben haben. Seitdem stand dann Checker fast gar nicht mehr im Kader. Und wenn er im Kader stand, war er sehr schlecht. Kann auch so ein Auslöser gewesen sein. Auch wenn ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass ein Checker und ein Ito aneinander geraten, weil das überhaupt nicht passt, meiner Meinung nach. Aber man kann sich auch mal irren, würde ich sagen. Das könnte einer der Auslöser sein, wieso er dann nicht mehr Fuß fasst. Deswegen wäre wahrscheinlich ein
Bandwechsel sehr, sehr wichtig für ihn und auch für den Verein, wie eben auch schon angesprochen. Schweden ist auch immer eine gute Adresse, muss man sagen. Eine gute Entwicklungsadresse, gute Vereine, die Spieler weiterentwickeln. Wie gesagt, ein Beispiel ist da auch einfach dann Almström, der sich in Richtung zweite Bundesliga oder wenn nicht sogar irgendwann Erstligastimme weiterentwickelt. Der mittlerweile auch einen sehr, sehr langen Vertrag bekommen hat und damit halt auch die Zukunft beim FCM plant. Ja, sollte das aktuelle Gerücht wahr sein, wäre das für den ersten FC Magdeburg die wohl letzte Chance, um für Jason Checker eine Ablösesumme zu kassieren. Der Vertrag des wechselwilligen Spielers läuft im kommenden Sommer aus. Verlässt der 97-malige FCM-Spieler 18 Tore, 26 Vorlagen, was eine sehr, sehr gute Statistik ist. Dem Verein muss der Club ihn für laut ziehen lassen. Ein Szenario, das für FCM-Sportboss Ottmar Schor kein befriedigendes sein wird. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Das wird Ottmar überhaupt nicht gefallen. Auch grundsätzlich. Und ich muss sagen, ein Angebot von Elversberg hätte man durchaus schon annehmen können. Dann hätte man ihn nach Elversberg ziehen lassen. Und man hätte halt vielleicht 500.000 bekommen können. Das wollte man nicht. Man hat irgendwie gepokert oder auch nicht. Ich weiß nicht, was es genau war. Für mich war das ein bisschen quatschig, meiner Meinung nach. So hat man keine 500.000 in der Tasche. Kann man höchstens, denke ich mal, noch 200.000 machen, wenn überhaupt, 150.000. Ja, muss man gucken. Ich sag so, wie es ist. Selbst wenn er für 50.000 gehen sollte, ist es definitiv noch besser, als wenn er jetzt den Rest noch bleibt. Für beide Seiten. Deswegen, wenn man eine Ablöse bekommt, sollte man die definitiv entgegennehmen. Würde mich zumindest für beide Seiten sehr freuen. Und ich sehe es auch als durchaus sinnvoll, das so zu machen. Zwar betont Christian Tietz immer wieder, wie wichtig sein breiter Kader sei, doch trotz mancher Ausfälle, wie beim Spiel gegen den KSC zuletzt, beruft der Coach Jason Checker nicht einmal in den Kader. So wie in den vergangenen 10 Spielen in Folge. Das letzte Mal müsste gegen Regensburg gewesen sein. Und ich möchte nur mal ganz kurz sagen, dass in Regensburg auch sehr, 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 sehr schlecht und arrogant gespielt hat. Das muss man natürlich auch betonen. Aber natürlich ist es hart für jemanden, der 10 Scorer letzte Saison gemacht hat, gar nicht mehr im Kader zu stehen in der zweiten Bundesliga. Natürlich hat sich der FCM auch weiterentwickelt, aber er war ein Spieler, der durchaus schon so gezeigt hat, jo, wenn ich so weiterspiele, kann ich auch durchaus in die erste Bundesliga wechseln, wie ein Mo Quateng. Hat er aber dann irgendwie nicht geschafft, den Schritt. Wie bereits vor einigen Monaten bekannt wurde, soll der erste FC Magdeburg bereits beschlossen haben, Checker spätestens im Sommer 2025 abzugeben. Ein Verbleib im Club wäre demnach mittelfristig ausgeschlossen. Ja, und das sagt alles aus. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Was denkt ihr? Wechselt er oder wechselt er nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ab 99 kann man Mitglied werden und damit ciao Leute und bis zum nächsten Mal.